Willkommen bei Deutsch Doppel. Heute reden wir darüber, wie du auf Deutsch über dich und dein Leben sprechen kannst. Abonniere uns und aktiviere die Glocke, damit du nichts verpasst. Weißt du, was ich oft interessant finde? Wenn Menschen über ihren Alltag sprechen. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie man seinen Tag gestalten kann. Absolut. Und es ist spannend zu hören, wie jeder seine eigenen Routinen hat. Manchmal frage ich mich, wie andere ihren Tag beginnen. Manche starten ja direkt mit Sport, andere brauchen erstmal einen Kaffee. Stimmt. Und dann gibt es die, die gern erstmal in Ruhe frühstücken und Zeitung lesen. Jeder hat so seine eigene Art, in den Tag zu starten. Wie sieht das bei dir aus? Bei mir ist es eine Mischung. Ich versuche morgens etwas Zeit für mich zu haben, bevor der Tag richtig losgeht. Ein kurzer Spaziergang tut mir gut, um wach zu werden. Klingt nach einem guten Start. Ich finde es auch spannend, wie unterschiedlich Menschen ihre Arbeit oder ihren Alltag organisieren. Manchmal kann man da echt was lernen. Ja, und es zeigt auch, wie vielfältig das Leben sein kann. Manche Menschen haben einen sehr strukturierten Tag, während andere eher spontan sind. Das hängt oft auch vom Beruf ab. Genau. Und nicht nur vom Beruf, sondern auch von den persönlichen Vorlieben. Manche mögen es, ihren Tag genau zu planen, andere lassen sich lieber treiben. Das hat auch viel mit der Persönlichkeit zu tun, denke ich. Manche Menschen fühlen sich mit einem festen Plan wohler, während andere die Freiheit schätzen, flexibel zu sein. Und wie sieht es mit dem sozialen Leben aus? Manche Menschen treffen sich oft mit Freunden oder Familie, während andere ihre Freizeit lieber allein genießen. Da gibt es echt große Unterschiede. Ich denke, es hängt viel davon ab, wie man seine Energien auflädt. Einige brauchen die Gesellschaft, um sich wohlzufühlen, während andere Ruhe bevorzugen. Und dann gibt es noch die Wochenenden. Manche nutzen sie, um etwas Neues zu erleben, während andere die Zeit zur Erholung nutzen. Ja, und das kann sich auch je nach Lebensphase ändern. Was man mit 20 spannend fand, sieht vielleicht mit 40 ganz anders aus. Das stimmt. Und wie ist es bei dir? Nutzt du das Wochenende eher zur Erholung oder für Unternehmungen? Das wechselt bei mir. Manchmal brauche ich einfach die Ruhe, aber an anderen Wochenenden möchte ich etwas erleben, sei es eine Wanderung oder ein Ausflug. Es ist schön, diese Balance zu haben. Ich finde auch die Art spannend, wie Leute über ihre Erlebnisse sprechen. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Alltag besonders machen. Ja, oft sind es nicht die großen Ereignisse, sondern die kleinen Momente, die einem in Erinnerung bleiben. Ein gutes Gespräch oder ein schöner Sonnenuntergang können den Tag besonders machen. Das ist wahr. Und wenn man anderen zuhört, lernt man oft auch neue Perspektiven kennen und bekommt Ideen, wie man seinen eigenen Alltag bereichern kann. Genau, und es zeigt, dass jeder Tag etwas Besonderes sein kann, wenn man ihn bewusst erlebt und offen für Neues ist. Vielleicht ist das genau das Geheimnis, um von seinem Alltag zu erzählen, die kleinen Dinge wertzuschätzen und die eigene Geschichte zu teilen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie unsere Erfahrungen uns prägen? Ich finde es faszinierend, wie vergangene Erlebnisse unsere Entscheidungen beeinflussen können. Absolut. Oft merkt man gar nicht, wie sehr frühere Erfahrungen die eigenen Pläne und Gewohnheiten formen. Manchmal trifft man Entscheidungen basierend auf dem, was man schon erlebt hat, ohne es bewusst wahrzunehmen. Ja, und manchmal sind es auch die unerwarteten Erlebnisse, die uns am meisten beeinflussen. Ein spontaner Ausflug oder ein neues Hobby kann plötzlich unser ganzes Leben verändern. Genau. Und dann gibt es die langfristigen Pläne, die wir schmieden.
Ich finde es spannend, wie sich diese Pläne über die Jahre entwickeln und verändern können. Hast du aktuell Pläne, die dich beschäftigen? Ich denke oft darüber nach, wie ich meine berufliche Zukunft gestalten will. Die Welt verändert sich so schnell und es gibt so viele Möglichkeiten. Manchmal ist es schwierig, sich festzulegen. Das kenne ich. Ich überlege auch oft, welche Ziele ich mir setzen möchte. Aber manchmal ist es auch wichtig, flexibel zu bleiben und sich neuen Chancen zu öffnen. Da stimme ich dir zu. Aber auch Gewohnheiten spielen eine große Rolle. Sie geben uns Struktur im Alltag. Welche Gewohnheiten sind dir besonders wichtig? Für mich ist es wichtig, regelmäßig Sport zu machen. Es hilft mir, mich ausgeglichen zu fühlen und den Kopf frei zu bekommen. Das ist eine Gewohnheit, die ich nicht missen möchte. Sport ist wirklich eine tolle Möglichkeit, um den Alltag auszugleichen. Ich versuche regelmäßig zu meditieren. Das hilft mir, den Tag entspannt zu beginnen und meine Gedanken zu ordnen. Meditation ist eine wunderbare Gewohnheit. Es ist erstaunlich, wie ein paar Minuten am Tag das Wohlbefinden steigern können. Hast du das Gefühl, dass es deine Sicht auf den Alltag verändert hat? Definitiv. Ich nehme vieles gelassener und kann besser mit Stress umgehen. Es zeigt, wie wichtig es ist, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Da hast du recht. Und manchmal merkt man erst durch das Gespräch mit anderen, welche Gewohnheiten man ändern oder beibehalten möchte. Es ist spannend zu hören, was anderen im Alltag wichtig ist. Genau, der Austausch mit anderen kann inspirierend sein. Manchmal entdeckt man dadurch neue Ideen oder Möglichkeiten, die man vorher gar nicht in Betracht gezogen hat. Und es hilft, die eigene Perspektive zu erweitern. Manchmal denkt man, man steckt in einer Routine fest, aber dann hört man von jemandem, der einen ganz anderen Weg geht, und das gibt einem neue Impulse. Das stimmt, und es zeigt, dass man immer offen für Veränderung sein sollte, sei es durch neue Erfahrungen, Pläne oder Gewohnheiten. Das Leben bleibt spannend, wenn man bereit ist, Neues auszuprobieren. Ja, und ich glaube, es ist wichtig, sich immer wieder selbst zu fragen, was man im Leben erreichen möchte und welche Gewohnheiten einen dabei unterstützen können. Und manchmal sind es die kleinen Schritte, die den größten Unterschied machen. Kleine Gewohnheiten können langfristig einen großen Einfluss haben. Genau. Und es ist nie zu spät, Gewohnheiten zu ändern oder neue Pläne zu schmieden. Das Leben bietet immer neue Möglichkeiten, wenn man offen dafür bleibt. Nachdem wir über Gewohnheiten und Pläne gesprochen haben, frage ich mich, wie man offener über persönliche Dinge sprechen kann, ohne dass es kompliziert wirkt. Hast du da eine Idee? Ich denke, es hilft einfach ehrlich und direkt zu sein. Manchmal machen wir uns zu viele Gedanken darüber, wie wir etwas sagen. Wenn man aus dem Herzen spricht, wird es oft klarer und verständlicher. Das stimmt. Manchmal kann es auch hilfreich sein, persönliche Erlebnisse mit einfachen Worten zu beschreiben. So bleibt das Gespräch natürlich und man fühlt sich weniger unter Druck, perfekt sein zu müssen. Ja, und manchmal kann man auch Fragen stellen, um das Gespräch zu vertiefen. Wenn man ehrlich interessiert ist, was der andere zu sagen hat, entsteht meist ein lebendiger Austausch. Fragen sind wirklich ein guter Weg, um mehr über jemanden zu erfahren. Und es zeigt auch, dass man zuhört. Das macht das Gespräch gleich viel persönlicher. Genau. Und es ist wichtig, geduldig zu sein. Manchmal braucht es Zeit, bis man sich wohlfühlt, persönliche Dinge zu teilen. Es ist okay, wenn nicht alles sofort gesagt wird. Ja, und man sollte sich auch nicht gezwungen fühlen, mehr zu teilen, als man möchte. Jeder hat seine eigenen Grenzen und das sollte respektiert werden.
Absolut. Und ich denke, es hilft, eine offene Atmosphäre zu schaffen. Wenn man selbst bereit ist, ein bisschen von sich preiszugeben, fühlen sich andere oft ermutigt, das Gleiche zu tun. Das stimmt. Eine kleine Geschichte oder ein Erlebnis zu teilen, kann das Eis brechen. Es zeigt, dass man auch verletzlich sein kann. Und das schafft Vertrauen. Und wenn man sich mal unsicher fühlt, kann man auch einfach sagen, dass man über etwas noch nachdenkt. Das zeigt, dass man sich mit einem Thema beschäftigt, ohne alles genau wissen zu müssen. Ja, und es ist wichtig, nicht zu urteilen. Jeder hat seine eigene Sichtweise und Erfahrungen, und das sollte man respektieren. Das macht Gespräche viel angenehmer. Richtig. Und manchmal kann auch Humor helfen, das Gespräch aufzulockern. Ein Lächeln oder ein bisschen Lachen kann Wunder wirken und eine entspannte Atmosphäre schaffen. Humor ist wirklich eine tolle Brücke. Er kann komplizierte Themen leichter machen und zeigt, dass man nicht alles so ernst nehmen muss. Genau. Und wenn man offen über seine eigenen Fehler sprechen kann, zeigt das, dass man menschlich ist. Das schafft oft eine Verbindung zu anderen. Ja, niemand ist perfekt und das ist auch gut so. Es bringt uns näher zusammen, wenn wir unsere Schwächen und Stärken teilen können. Und schließlich ist es wichtig, im Moment zu bleiben. Wenn man sich auf das Gespräch konzentriert und nicht abgelenkt ist, fühlt sich der andere wertgeschätzt. Das stimmt. Aufmerksamkeit zu schenken macht einen großen Unterschied. Es zeigt, dass man wirklich an dem interessiert ist, was der andere sagt. Und dann kann man gemeinsam in die Tiefe gehen, ohne dass es sich erzwungen oder kompliziert anfühlt. Es ergibt sich alles ganz natürlich. Wenn ich darüber nachdenke, wie aus einfachen Sätzen ein lebendiges Gespräch wird, fällt mir auf, dass es oft die kleinen Details sind, die den Unterschied machen. Was meinst du dazu? Absolut, die Details können einem Gespräch wirklich Leben einhauchen. Wenn jemand zum Beispiel von seinem Lieblingsbuch erzählt und erklärt, warum es ihn berührt hat, wird das Gespräch sofort interessanter. Genau. Und es zeigt auch, dass man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt hat. Manchmal reicht es, eine kleine Anekdote zu teilen, um dem Gespräch mehr Tiefe zu geben. Ja, Anekdoten sind super. Sie bringen oft eine persönliche Note ins Gespräch und machen es weniger formell. Hast du eine Technik, die du nutzt, um Gespräche lebendig zu halten? Ich versuche offen zu bleiben und flexibel zu reagieren. Manchmal führt ein unerwarteter Kommentar zu den besten Gesprächen, weil man plötzlich über etwas spricht, das beide interessiert. Das stimmt. Und es ist wichtig, nicht immer an einem festen Plan festzuhalten. Gespräche sollen ja spontan und natürlich sein. Was machst du, wenn das Gespräch stockt? Manchmal stelle ich eine Frage, die das Thema aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet. Oder ich teile einen Gedanken, der mir gerade in den Sinn kommt. Das kann helfen, das Gespräch wieder in Gang zu bringen. Eine gute Strategie. Und ich finde, es hilft auch, wenn man sich bewusst macht, dass nicht jedes Gespräch perfekt sein muss. Druck loszulassen kann Wunder wirken. Ja, und auch Pausen sind okay. Manchmal braucht man einen Moment, um nachzudenken. Das gibt dem Gespräch Raum, sich zu entwickeln, ohne erzwungen zu wirken. Genau. Und manchmal bringt eine kurze Pause auch eine neue Idee oder einen neuen Gedanken. Hey, wie siehst du die Rolle von Gestik und Mimik in Gesprächen? Oh, die sind so wichtig. Sie geben dem Gesagten oft eine zusätzliche Ebene. Ein Lächeln oder ein Kopfnicken zeigt, dass man interessiert und engagiert ist. Ja, nonverbale Kommunikation ist ein großer Teil davon, wie wir uns ausdrücken.
Sie kann das Gesagte unterstreichen oder ihm eine andere Bedeutung geben. Und das Schöne daran ist, dass sie meist ganz natürlich passiert. Es zeigt auch, dass man authentisch ist und nicht nur Worte benutzt, um zu kommunizieren. Genau. Und wenn man authentisch ist, fühlen sich andere oft wohler und öffnen sich mehr. Das macht das Gespräch lebendiger und echter. Richtig. Es ist auch wichtig, auf die Körpersprache des anderen zu achten. Manchmal sagt sie mehr als Worte und kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Das stimmt. Und durch diese Aufmerksamkeit kann man oft besser auf den Gesprächspartner eingehen. Das schafft Vertrauen und eine bessere Verbindung. Ja, und letztendlich geht es doch darum, eine echte Verbindung zu schaffen. Wenn beide Seiten sich wohlfühlen, kann ein einfaches Gespräch eine tiefere Bedeutung bekommen. Genau. Und das macht am Ende den Unterschied. Ein lebendiges Gespräch ist wie ein kleiner Tanz, bei dem beide Partner im Einklang sind. Danke, dass ihr heute dabei wart. Es war toll, mit euch über interessante Themen zu sprechen. Schreibt uns in die Kommentare, welches Wort euch besonders gefallen hat. Ja, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Vergesst nicht, den Podcast zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal. Die Gewohnheiten. Gewohnheiten können den Alltag erleichtern oder erschweren. Manchmal ist es schwer, alte Gewohnheiten zu ändern. Das Herz. Manchmal sollte man einfach aus dem Herzen sprechen. Ein ehrliches Wort von Herzen kann viel bewirken. Die Grenzen. Jeder Mensch hat seine eigenen Grenzen, die respektiert werden sollten. Es ist wichtig, seine eigenen Grenzen zu kennen und zu kommunizieren. Der Austausch. Ein lebendiger Austausch kann ein Gespräch sehr bereichern. Durch einen offenen Austausch lernt man oft neue Perspektiven kennen. Die Erlebnisse. Persönliche Erlebnisse können ein Gespräch interessanter machen. Manchmal helfen Erlebnisse, ein Thema besser zu verstehen.